Die Superstars der UFC und anderer großer internationaler MMA-Promotions dominieren die Schlagzeilen in der MMA-Welt. Und da all die großen MMA-Veranstaltungsreihen nach Profiregeln stattfinden, ist einigen Fans gar nicht bewusst, dass seit 2012 auch ein Regelwerk für Amateur-MMA existiert. Seitdem die Unified Rules of Amateur MMA im Jahre 2012 von der IMAF publiziert wurden, entwickelte sich eine immer stärker werdende Amateur-MMA-Szene. Was es mit dem Amateur-MMA auf sich hat, wie sich das Profi- vom Amateur-Regelwerk unterscheidet und wieso das Amateur-MMA so wichtig ist, erklären wir euch im heutigen Video der MMA Unfolded Basics. Schön, dass ihr wieder dabei seid, lasst uns loslegen. Im Jahre 2012 wurde die International Mixed Martial Arts Federation, kurz IMAF, gegründet. Das Ziel der IMAF ist die Anerkennung des Sports MMA. Und mit der Veröffentlichung der Unified Rules of Amateur MMA hat die IMAF die MMA-Amateurszene offiziell ins Leben gerufen. Die Arbeit der IMAF und ihrer mittlerweile über 120 Nationalverbände führte seit 2012 zu einer immer stärker und einheitlicher werdenden Amateurszene. Der nationale Ableger der IMAF in Deutschland ist die German Mixed Martial Arts Federation, kurz GEMAF, die die Regularien der IMAF in Deutschland umsetzt. Das Regelwerk der Amateure unterscheidet sich in einigen Punkten grundlegend vom Regelwerk der Profis. Genauer gesagt ist das Amateurregelwerk in vielen Punkten restriktiver und noch mehr auf die Sicherheit und Gesundheit der Athleten bedacht. Der Sinn und Zweck des Amateurregelwerks ist es, jungen und unerfahrenen Athleten erste Wettkampferfahrungen im MMA zu ermöglichen. So können Athleten einschätzen, ob MMA etwas für sie ist, ohne dass sie den gefährlicheren Techniken wie Ellenbogenschlägen ausgesetzt sind. Die wichtigsten Abweichungen zum Profiregelwerk bestehen in den folgenden Punkten. Erstens: Die Waage findet am Veranstaltungstag und nicht am Tag vorher statt. Dies soll verhindern, dass Amateure auf ungesunde Art und Weise Gewicht abkochen. Zweitens: Die Athleten müssen dicke Sparringshandschuhe sowie zusätzlich Shinguards tragen, um die Kraft der Schlagtechniken zu vermindern. Zur visuellen Unterscheidung zu Profi-Matches sollen Amateure ebenfalls kurzärmelige Rushguards tragen. Drittens: Die Rundenzeit bei Amateuren ist auf 3 anstatt der üblichen 5 Minuten verkürzt, um die Amateure nicht zu überfordern. Viertens: Eine weitere Abweichung zum Profi-Regelwerk besteht darin, dass der Referee bei Submissions auch abbrechen kann, wenn kein Tap stattgefunden hat. Wenn der Referee also annimmt, dass ein Athlet sich nicht mehr aus einer Submission befreien kann und relevante Schäden erleiden könnte, kann er das Match von sich aus beenden, ohne dass der Athlet selbst aufgegeben hat. Das ist ein Sonderfall der sogenannten Technical Submission. Und fünftens: Außerdem sind einige der im Profi-Regelwerk erlaubten, aber tendenziell besonders gefährlichen Techniken bei den Amateuren verboten. Im Bereich der Schlagtechniken sind einerseits jegliche Arten von Schlagtechniken mit dem Ellenbogen oder Unterarm untersagt. Auch sind Kniestöße zum Kopf verboten. Seit 2023 sind außerdem sogenannte Oblique Kicks, also lineare bzw. gerade Kicks, direkt zum Knie verboten. Im Bereich des Grappling sind einerseits Heel Hooks verboten und andererseits Twister, Neck Cranks und alle Submissions, die primär Druck auf den Nacken oder die Wirbelsäule ausüben. All diese Regelungen dienen primär dem Schutz der Amateurathleten, die unter sicheren Bedingungen an den Sport herangeführt werden sollen. Allerdings spielt es natürlich auch eine Rolle, welche Athleten gegeneinander antreten. Stellen wir uns den Extremfall vor, dass ein UFC-Athlet gegen einen Amateur antritt. Das würde selbst unter Anwendung des Amateurregelwerks eine Gefahr für den Amateur darstellen. Und entsprechend ist ebenfalls geregelt, dass Profis nicht gegen Amateure antreten dürfen, um entsprechende Mismatches zu vermeiden und so die Gesundheit der Amateure zu schützen. Doch wann wird überhaupt ein Athlet als Amateur bzw. Profi eingestuft? Die IMAF hat diverse Kriterien aufgestellt, um abzugrenzen, welche Athleten als Amateure
und welche als Profis einzustufen sind. Die GEMAF, der Deutsche Nationalverband, hat diese Kriterien übernommen. Ein Athlet wird demnach als Amateur eingestuft, wenn keines der folgenden Kriterien zutrifft. Das erste Kriterium besagt, dass Athleten, die eine professionelle MMA- oder Kampfsportlizenz halten, nicht mehr als MMA-Amateure einzustufen sind. Während MMA-Lizenzen in Europa noch wenig verbreitet sind, trifft man diese vor allem in den USA an. Aber in andere Kampfsportarten wie Boxen sind Lizenzen für Athleten Normalität. Entsprechende Athleten mit einer professionellen Lizenz werden also nicht mehr als MMA-Amateure gezählt. Denn dann wird davon ausgegangen, dass sie im Bereich MMA oder eben in einer anderen Kampfsportart auf einem professionellen Leistungsniveau sind. Entsprechend wäre es nicht fair und auch nicht sicher, wenn sie gegen Amateure antreten würden. Ähnlich begründet werden kann auch das zweite Kriterium, das besagt, dass Athleten, die mit einer professionellen MMA- oder auch Kampfsport-Promotion unter Vertrag stehen, nicht mehr als MMA-Amateure einzustufen sind. Das dritte Kriterium schließt Athleten aus, die eine Gage für die Teilnahme an einem MMA- oder professionellen Kampfsportmatch erhalten haben. Zu betonen ist dabei, dass Auslagenerstattungen wie Sprit oder Übernachtungskosten nicht damit gemeint sind. Dieses Kriterium verdeutlicht gleichzeitig, dass Amateurmatches unentgeltlich stattfinden und die Athleten dabei keinerlei Geld verdienen sollen, sondern eben Erfahrungen. Wenn Athleten sich dazu entscheiden, nach dem Profi-Regelwerk anzutreten, werden sie entsprechend des vierten Kriteriums ebenfalls als Profiathleten eingestuft. Auch dann wird davon ausgegangen, dass diese Athleten ein professionelles Leistungsniveau aufweisen. Daraus ergibt sich automatisch eine Verantwortung eines jeden Athleten zu prüfen, nach welchen Regeln sie bei Veranstaltungen antreten. Da es leider weiterhin Veranstaltungen gibt, die nicht die Unified Rules anwenden, muss in diesen Fällen durch den Verband geprüft werden, ob das angewandte Regelwerk eher den Unified Rules of Amateur MMA oder den Unified Rules of Profi MMA zuzuordnen ist. Es besteht in diesen Fällen nämlich die Gefahr, dass das entsprechende Regelwerk bei der Prüfung durch den Verband als Profi-Regelwerk eingestuft wird und der Athlet dann vom Verband nicht mehr als Amateur anerkannt wird. Entsprechend gelten gemäß dem fünften Kriterium auch Athleten, die einen Profi-Rekord bei Sherdog oder Tapology veröffentlicht haben, als Profis. Hier ist häufig die Problematik vorhanden, dass Veranstalter zum Teil versehentlich Amateurmatches als Profimatches melden und auch umgekehrt. Außerdem melden manche Veranstaltungen ihre Ergebnisse gar nicht, was natürlich die Überprüfung erschwert. So viel erstmal zu den offiziellen Einstufungskriterien. Wichtig ist zu sagen, dass der Grundsatz gilt: einmal Profi, immer Profi. Eine Rückkehr zu den Amateuren nach Bruch eines oder mehrerer der Kriterien ist also nicht möglich. Und umso größere Vorsicht sollten die Athleten walten lassen, wenn sie weiterhin als Amateure antreten möchten. Insgesamt, wie ihr seht, ist die Thematik also nicht ganz trivial und verschiedene Akteure sind in der Pflicht, um den Schutz der Amateure bzw. des Amateurstatus zu gewährleisten. Einerseits müssen die Athleten die Unified Rules of MMA sowie die Kriterien zur Einstufung der Amateure kennen und sich entsprechend verhalten, sofern sie weiter als Amateur eingestuft werden möchten. Andererseits sind natürlich auch die Veranstalter in der Pflicht, die Athleten anhand der Einstufungskriterien zu überprüfen, um Mismatches zu vermeiden. Außerdem sollten die Veranstalter zur Übersichtlichkeit beitragen und die ausgetragenen Matches bei Veranstaltungen korrekt an Sherdog und Tapology melden. Natürlich ist klar, dass nicht immer jedes Kriterium eindeutig nachprüfbar ist. Trotzdem sind klare Mismatches zwischen Profis und Amateuren durch entsprechende Überprüfung der Kriterien eigentlich immer vermeidbar. Amateur- bzw. Nachwuchssportler sind die Zukunft eines jeden Sports und somit entsprechend wichtig für die Entwicklung des Sports. Die Amateure von heute werden die Superstars von morgen sein. Und schon jetzt gibt es nahezu wöchentlich Meldungen von ehemaligen IMAF-Athleten, die von großen Promotions wie der UFC oder Bellator gesigned werden. So traten zum Beispiel auch Amanda Ribas, Alessio Di Chirico oder auch Peter Yan vor ihrer UFC-Karriere als Amateure bei der IMAF bzw. WAMA an. Der Werdegang dieser Athleten zeigt, dass eine ausgiebige Amateurkarriere einen großen Nutzen haben kann.
Während es natürlich in den frühen Zeiten des MMA keine Amateurwettbewerbe gab, sind diese heute zahlreich vorhanden. So können Athleten mit weniger Verletzungsrisiko viel Erfahrung sammeln und abschätzen, ob sie eine Karriere im MMA verfolgen möchten. Auch hier folgen dann typischerweise erst Matches bei nationalen Veranstaltungen und dann gegebenenfalls auch bei großen internationalen Promotions. Der Musterwerdegang einer erfolgreichen MMA-Karriere in der heutigen Zeit sieht somit wohl folgendermaßen aus. Zuerst sollten Athleten auf nationalem Level Erfahrungen bei regionalen Veranstaltungen im Amateur-MMA sammeln. In Deutschland gibt es zum Beispiel viele regionale Veranstaltungen, die auch Amateur-Matches austragen. Nach ausgiebiger Erfahrung auf nationalem Level und herausstechenden Leistungen können Athleten in den Nationalkader der GEMAF aufgenommen werden. Und als Teil des Nationalteams ist es dann möglich, an den internationalen Amateurturnieren der IMAF, wie zum Beispiel den Europa- oder Weltmeisterschaften, teilzunehmen. Dort weht erfahrungsgemäß schon mal ein ganz anderer Wind als in Deutschland. Und schlägt man sich auch bei der IMAF gut und ist sich sicher, dass man den Sport professionell betreiben möchte, so kann dann der Sprung ins Profilager erfolgen. Das Amateur-MMA hat schon heute eine enorme Bedeutung für die Entwicklung der Sportart und der Einfluss wird weiter zunehmen. Mehr und mehr werden die erfolgreichen Amateure auch in den großen Profi-Veranstaltungen Erfolge feiern. Aber nicht für alle ist eine Profikarriere im MMA etwas. Durch die restriktiveren Unified Rules of Amateur MMA sowie durch die Abgrenzung zwischen Amateur- und Profiathleten sollen den Amateuren sichere Erfahrungen im MMA ermöglicht werden. Sowohl die Athleten, Teams und die Veranstalter sollten die Unterschiede zwischen Amateur- und Profiregelwerk sowie die Einstufungskriterien für Amateure und Profis kennen und natürlich auch berücksichtigen. Teilt gerne dieses Video, um die Informationen zu verbreiten. Die Links zu den entsprechenden Dokumenten der GEMAF findet ihr in der Videobeschreibung. War euch bewusst, wie die Amateure von den Profis abgegrenzt werden? Oder wollt ihr mehr über die Amateurszene erfahren? Lasst es uns sehr gerne in den Kommentaren wissen. Falls euch das heutige Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei MMA Unfolded.